Ein paar kurze Anmerkungen zu den Pandora Papers. Vielleicht haben Sie da draußen an den Geräten angesichts der Enthüllungen durch die Pandora Papers auch schon kurz mit den Achseln gezuckt. Mit den Achseln zucken werden auch alle Ebenen, Vertreter und Geschäftsreisenden des EU-Apparats. Vielleicht hören Sie einen leidenschaftslos vorgetragenen Wortbrei, aus dem die Stichworte entschieden, bekämpfen, Agenda und so weiter herausragen werden, aber rechnen Sie lieber nicht damit. An Geschäften mit der sogenannten Offshore-Industrie beteiligt sind diesmal nicht nur angebliche Weltstars wie Shakira, Elton John, Ringo Starr, Julio Iglesias, Dagobert Duck und Claudia Schiffer, sondern auch die Weltstars der europäischen Demokratie. Angebliche Volksvertreter, Politiker, Funktionsträger und Regierungschefs. Vom ehemaligen Labour-Premier Tony Blair, angeblich Sozialdemokrat, und seinerzeit Best Buddy des angeblichen Sozialdemokraten Gerhard Schröder, die gemeinsam die letzte Zündstufe des globalisierten Killerkapitalismus gezündet haben, bis hin zum amtierenden Ministerpräsidenten des angeblichen EU-Mitglieds Tschechien, Andrej Babiš. Von Andrej Babiš, dessen Regierungspartei zur FDP-Fraktion im Europäischen Parlament gehört, heißt es aus Kreisen von Liberalen und EU übereinstimmend, der Mann sei eindeutig ein demokratischer Hoffnungsträger und ein überzeugter Europäer noch dazu, was auch immer diese beiden Merkmale, vor allem zusammengenommen, wohl bedeuten mögen. Das war natürlich von Anfang an gelogen, aber es klang viel besser als alles, was man sonst so über ihn wusste. Babiš ist in erster Linie ein strammer Populist, das sagt sogar die ARD, der die tschechischen Wählermassen gern volksnah gegen alle nur denkbaren Eliten aufbringt. Freilich ohne den betroffenen Wählermassen zu verraten, dass er selbst der beispielhafteste Vertreter eben jener abscheulichen Eliten ist. Als mindestens zweitwohlhabendster Bürger seines Landes verfügt Babiš über ein Mindestvermögen von mindestens 5 Milliarden Euro. Sein Riesenunternehmen Agrofert hat er nicht nur zum schlagkräftigsten Mischkonzern des Landes ausgebaut, Land, Forst, Nahrungsmittel, Chemiewirtschaft, sondern sich auch noch Medien und Exekutive unter den Nagel gerissen. Und seither dafür gesorgt, dass beträchtliche Batzen der von Tschechien bezogenen EU-Mittel direkt und auf Umwegen in seinen eigenen Taschen landen. Ganze Kapitel der Agrar- und Strukturhilfen, die Babiš als Privatunternehmer persönlich abgeschöpft hat, hat er zuvor in Brüssel höchstpersönlich ausgehandelt. Chicken Shit, Bingo. Die Kommission sieht in so etwas natürlich auf Anhieb einen Interessenskonflikt, aber erst nachdem sie ihn ein paar Jahre vergeblich untersucht hat. Und das geschulte Auge der FDP erkennt nichts als den verdienten Endsieg einer erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeit, wenn ein überzeugter Europäer privatkapitalistische Beutezüge in EU-Strukturen unternimmt. Und während Babiš seine Mitbürger nicht vertritt, sondern verarscht, findet eine erkenntnisträge Bevölkerungsmehrheit trotzdem alle Jahre wieder irgendeinen beschissenen Grund, um diesen sich immerfort nur selbst bereichernden Kardinalbetrüger wieder zu wählen. Auch die Parlamentswahl am kommenden Wochenende wird der Schmierlapp wohl unbeschadet überstehen. Wen sollte es da also noch wundern, dass der Typ, etwa im EU-Rat, mehrfach seine Nickelbrille auf die Nasenspitze rutschen ließ, um vollen Einsatz für Transparenz und gegen Steuerflucht zu fordern, während er Zwinkersmiley über Briefkastenfirmen in Washington, Monaco und auf den Jungferninseln heimlich 15 Millionen Euro für den Erwerb eines Landschlosses bei Cannes verschoben hat. 3. Unter den mit Brüssel bestens bekannten Offshore-Brüdern befinden sich auch zwei besonders geschätzte Goldkinder der europäischen Geostrategie. Zum einen mein ukrainischer Komikerkollege Volodymyr Zelensky, der sich vor seinen gewöhnlichen dummen Rezipienten recht penetrant zum Diener des Volkes, so der Titel seiner Fernsehsendung, aufgeplustert hatte, nur um hinterrücks das eine oder andere einträgliche Offshore-Geschäft zu machen. Womöglich noch unter Beteiligung exakt jener gewaltbereiten Oligarchen, die er fürs Massenpublikum, erst TV, dann Parlament, immer so putzig veralbert hatte. Wir legen die Frage, wer hier eigentlich wen veralbert, damit mal resigniert zu den Akten. Und bestätigen den Kollegen von der EU-Kommission, dass sie da wirklich einen tollen, demokratischen Hoffnungsträger an der Angel haben, dem die ganze Welt schleunigst mit Geld, Militärhilfe und Waffenbelieferung assistieren sollte. Defensivwaffen, um einen alten außenpolitischen Gag von Robert Habeck aufzunehmen.
Sollten die devoten Transatlantiker von den Grünen je die Außenpolitik in ihre Finger bekommen, dann gnade uns übrigens Gott oder wenigstens der Weltgeist. Für dieses Amt scheint uns fast dieser Heiko Maas geeigneter. Und das will, weiß Gott, etwas heißen. Der zweite EU-strategische Infrastrukturkumpel ist der aserbaidschanische Erbdiktator Ilham Aliyev, der im Nebenberuf natürlich auch noch Erdressourcen ausbeutender Klimavernichter ist. Der in jeder Hinsicht schmutzigste Energielieferant Europas. Das durch Geschäfte mit fossilen Energieträgern, unter anderem von EU-Staaten erbeutete Geld, hat Aliyev ganz offensichtlich nicht nur in die Bestechung des halben Europarats und der ganzen CDU gesteckt, sondern auch in Wertspeicher von weit höherer Qualität. Allein in der unbezahlbaren Londoner City hat er durch mehrere funky Offshore-Firmen eine schier endlose Reihe von Villen, Wohn- und Geschäftshäusern auf die Seite geschafft, Immobilien im Wert von 550 Millionen Euro für sich selbst und seine verkommene kleine Diktatorenfamilie. Bekanntlich hatte Aliyev Junior schon im zarten Alter von 11 Jahren 44 Millionen Dollar in Luxusklitschen am Standort Dubai investiert. Quo vadis Jugendkriminalität. Weitere 33 Millionen Pfund nun also auch noch in London. Woher dieses Geld ursprünglich stammt, will vorsichtshalber kein lebender Aserbaidschaner mehr wissen. 4. Bestens bekannt mit Brüssel ist auch der weltbekannte Gauner Milo Djukanovic, Soze, Staatschef des EU-Beitrittskandidaten Montenegro. Noch im letzten Monat hat Bundeskanzlerin Merkel seinen kleinen Landstrich aufgesucht, um die insgesamt 6 kaputten Staatsimitate im Westbalkan ihres baldigen Beitritts zur EU zu versichern. Eine absolute irre Dystopie, die Frau von der Leyen allerdings so gut gefallen hat, dass sie vor ein paar Tagen extra nochmal hinterhergeflogen ist, um sie nochmal laut zu wiederholen. Auch Dauerherrscher Djukanovic ist natürlich ein demokratischer Hoffnungsträger spektakulösen Kalibers. Seit stabilen 30 Jahren übt er in unterschiedlichen Funktionen die Macht aus in seinem von behördlicher Korruption und privater Profitgier zerfressenen Mafiastaat, dessen längste Traditionslinien im Handel mit Waffen und Schmuggel von Zigaretten liegen. Da Milo sich als guter Landesvater aktiv an Traditionspflege beteiligt, diverse Anklagen wegen Zigaretten- und Waffenschmuggels, Anklagen wegen undurchsichtiger Geschäfte mit der Mafia, staatsanwaltliche Ermittlungen in Italien und Deutschland, könnte die geplante Südosterweiterung, also zumindest der vorbestraften Quote in der EU-Führung, frischen Auftrieb geben. Djukanovic hatte Montenegro übrigens zum Weltmarktführer westöstlichen Kulturaustausches gemacht, was seinem Land den seinerzeitigen Ehrentitel Waschmaschine Europas einbrachte. Schmutziges Geld, unter anderem von russischen Oligarchen, kam rein und wurde nach kurzer Reinigung blitzsauber in die EU weitergepumpt. Win, Win und Doppelwin, bis Montenegro sich 2017 der NATO und den Sanktionen des Westens gegen Russland anschloss. Seitdem erwähnt in Brüssel niemand mehr Djukanovic angebliche Verbindungen zur Mafia. Das überlässt man der verzweifelten montenegrinischen Opposition, heißt es in einem Bericht des MDR. Und danke, ihr Nasen, heißt es von uns. Der Westbalkan ist wirklich exakt die wertebasierte Erweiterung, die wir uns für die Europäische Union schon immer vorgestellt hatten. Von den Pandora Papers kalt erwischt wurde auch Nikos Anastasiadis von der EVP, einem europäischen Parteienbündnis, das durchgehend von der deutschen CDU dominiert wird. Er ist amtierender Präsident des EU-Mitglieds Zypern und Leiter einer eigenen Anwaltskanzlei, die offenbar Offshore-Deals angebahnt und Strohmänner für Briefkastenfirmen vermittelt hat. Geschäfte also, die nahezu nahtlos an den Insiderhandel anschließen, der ihm im Zusammenhang mit dem Schuldenschnitt zypriotischer Banken angelastet wird. Ebenso erwischt hat es den allzeit glattgeföhnten Hardcore-liberalen Wopke Hoekstra, aller EVP, seines Zeichens ehemaliger McKinsey-Knecht, könnt ihr ein bisschen ruhiger sein, sorry, seines Zeichens ehemaliger McKinsey-Knecht und amtierender Finanzminister der Niederlande, der zusammen mit der Bank ABN AMRO Anteile einer Briefkastenfirma hielt, die auf den schrulligen Angebernamen Candace Management hört. Als exponierter Vertreter der sogenannten sparsamen Vier hatte Hoekstra eine finanzpolitische Linie vertreten, die Sie von Wolfgang Schäuble und Christian Lindner kennen. Wenn Hoekstra auf Ministerratstreffen mit derlei neoliberalem Austeritätsquark hervortrat, sorgte das unter Journalisten stets für Heiterkeit.
Wenn nämlich der Vertreter eines EU-Mitglieds, Niederlande, dessen eigenes Geschäftsmodell es ist, den Kollegenländern durch Steuerdumping systematisch Staatseinnahmen zu entziehen, dann in haushaltsdisziplinarischen Vorträgen erklärt, dass man die anderswo entstandenen Finanzierungslöcher gern stopfen könne, aber nur unter Privatisierungs- und Sparauflagen, die verdammt hart sein werden, dann kann so etwas eine durchaus grazile Binnenkomik entfalten. Einem Bericht des Tax Justice Networks zufolge belegten die Niederlande zuletzt Platz 4 in der weltweiten Rangliste der Steueroasen, direkt nach den Schurkenstaaten Virgin Islands, den Caymans und dem Bermuda-Dreieck. Die Existenz einer innereuropäischen Südsee-Enklave, die hauptsächlich Käse, Holzschuhe, Drogen, Scheiß-Tulpen und legale Steuerhinterziehung herstellt, kostet alle anderen EU-Staaten jährlich 10 Milliarden Euro. Höxtra gestattet es US-amerikanischen Großkonzernen nämlich, die Gewinne ihres gesamten Europageschäfts in sein verkommenes Rabattsystem zu verschieben, zu einem de facto Steuersatz von unter 5%. Frankreich hat dadurch jährliche Steuerausfälle in Höhe von 2,7 Milliarden Euro, Italien von 1,5, Spanien von 1. Selbst die höchste Steueroase Deutschland verliert noch 1,5 Milliarden Geld. Naja, es wäre jedenfalls ein Wunder gewesen, wenn ein so verschlagenes Ass des Finanzmanagements nicht auch privat jede sich nur bietende Option zur Selbstbereicherung genutzt hätte. 6. Und schließlich hat es auch einen aus den Reihen der höheren EU-Verwaltung getroffen, den ehemaligen Kommissar John Dalli, ebenfalls EVP natürlich, aus Malta, der die Dienste einer panamaischen Anwaltskanzlei genutzt hat, um sein dem Parlament nie angezeigtes Eigentum an einer auf den britischen Jungferninseln gegründeten Briefkastenfirma zu verschleiern. Nachdem er als Außenminister wegen Korruptionsvorwürfen hatte zurücktreten müssen, wurde er von den Maltesern folgerichtigerweise als EU-Kommissar nominiert. In Brüssel bekam er das der Außenpolitik zum Verwechseln ähnliche Ressort Gesundheit und Verbraucherschutz zugeteilt und setzte sich seither ausschließlich für absolut widerliche Dinge ein. Den Import gentechnisch veränderter Nahrungsmittel zum Beispiel oder die Zulassung von Thrombin, einem aus Schweineblut extrahierten Stoff, den sogenannte Fleischproduzenten verwenden, um kleinere Fleischabfälle zu größeren zusammenzukleben. Bon Appetit. Und natürlich für die Zulassung der gesamten Produktpalette des liebenswerten Agrarchemie-Riesen Bayer Monsanto, von seinen gentechnisch veränderten Saatgutarten bis hin zum Breitbandherbizid Roundup, das den berüchtigten Wirkstoff Glyphosat enthält. Dass Glyphosat in der EU immer noch zugelassen ist, verdanken wir letztlich einem längst vergessenen CSU-Idioten namens Christian Schmidt und seinem Votum bei der seinerzeit entscheidenden Sitzung des EU-Ministerrats. Den Posten des Gesundheitskommissars musste Dalli räumen, und zwar Dalli, nachdem bekannt geworden war, dass er über einen Mittelsmann versucht hatte, seinen Einfluss auf die EU-Gesetzgebung an den Tabakriesen Swedish Match zu verkaufen. Immer für Sie da, Ihr Gesundheitskommissar. Mittlerweile lebt er auf einem kargen maltesischen Felsatoll, jedenfalls wäre ihm das zu wünschen, wo er so oder so eine reichhaltige Pension empfängt, die noch immer aus ihren Steuergeldern bestritten wird. 7. Eine Neapolitaner namens Raffaele Amato, parteilos, sagenumwobene Mafia-Legende und lebende Vorlage des Filmklassikers Gomorra, kümmert es derweil nicht im Geringsten, dass er in irgendwelchen albernen Papieren steht. Es muss ihn auch nicht kümmern, seit man ihn verhaftet und zur Verbüßung einer 20-jährigen Gefängnisstrafe verpflichtet hat. Wenn all die europäischen Würdenträger nun direkt neben Don Raffaele stehen, dann stehen sie vermutlich genau da, wo sie auch hingehören. Leider nur auf dem Papier, in Wirklichkeit natürlich nicht. In Wirklichkeit wird keiner der von Ihnen da draußen eigenhändig gewählten Politiker seine Geschäfte auch nur halbwegs verständlich erklären können, von seinem Amt zurücktreten oder gar die Bekämpfung einer Praxis vorantreiben, von deren Aufrechterhaltung er persönlich profitiert. Sie müssen das wirklich verstehen, denn es gibt nicht die geringste Aussicht, dass diese und andere Ungeheuerlichkeiten sich jemals ändern werden, wenn Ihnen da draußen nicht langsam mal etwas Besseres einfällt, als dieselben Typen wieder zu wählen. Während Sie da draußen nämlich höchstens darüber nachdenken, wie Sie Ihre explodierende Gasrechnung bezahlen können, ist mit der Offshore-Industrie längst, Zitat Oxfam, ein geheimes Parallelsystem des Kapitals entstanden, das ausdrücklich nicht Ihnen, sondern nur dem obersten Prozent Ihrer Gesellschaft gewidmet ist. Denen nämlich, die einerseits über fette Geldsummen verfügen
und andererseits über maßlose Gier. Beides ist eigentlich eine Todsünde, aber wen sollte das heutzutage noch kümmern, außer Don Raffaeles Beichtvater vielleicht. Für Sie und uns und alle mehr oder weniger normalen EU-Bürger, die ihr normales Geld in normalen Anlagen anlegen, Gesamtausgabe, lustige Taschenbücher zum Beispiel, Bier, Steinofenpizza mit Bier, neue Platte der alten Systempunks, die Ärzte, ohne dabei alle anderen Europäer oder das Gemeinwesen zu betrügen. Für die meisten dieser Menschen steht jedenfalls eines fest. Einen halben Augenblick lang werden wir uns über das wirklich Entrüstenswerte dieser Enthüllungen entrüsten. Und dann vergessen wir das alles wieder. Bis zum nächsten Mal oder zum übernächsten, wenn das noch ultimativere, weil noch gigantischere Leck mit großen Pengen durch die Medien gereicht wird. Dann natürlich nicht mehr mit einer preiswerten Anspielung auf die griechische Mythologie, sondern unter einem noch geheimeren 3-Fragezeichen-Namen mit P, Pergamentpapier, Papers, Persephone Privat oder Penny Plumpuddings Pikante Pausenbrot Papers. Und etwas Zweites steht natürlich auch schon fest. In der Zwischenzeit zwischen unseren Entrüstungen wird sich nämlich nichts Wesentliches geändert haben. Nicht an den Strukturen, die derlei Diebstahl am Gemeinwesen überhaupt erst möglich machen, und erst recht nicht an den Politikern, denen sie sich eben immer wieder anvertrauen. Parteiapparate, die nichts als verlängerte Krakenarme der mit ihnen verflochtenen Großunternehmen sind. Funktionäre, die sich schmieren lassen und Millionäre, die so tun, als vertreten sie ihre Bürgerinteressen. Dubravka S., meine alte Freundin und EU-Kommissarin für Demokratie und so. In meinem YouTube-Kanal finden Sie die Befragung, in der sie mir die Herkunft ihrer Millionen nicht erklären konnte. Die hatte ein Vermögen im einstelligen Millionenbereich. Sepp Borrell, 178, schlecht gealterter EU-Außenbeauftragter im zweistelligen. Unser französischer Lieblingskommissar Thierry Breton im dreistelligen und der Tscheche Babiš sogar im vierstelligen. Vulgo ein Milliardär. Jene, die dem kaputten Selbstbereicherungssystem der unregulierten Finanzplätze ein Ende machen könnten, gehören gleichzeitig zu seinen größten Profiteuren. Solange wir Staatsführer haben, Minister, Politiker und öffentliche Beamte mitten in der EU, die in irgendeiner geheimen Parallelwelt geheimen Offshore-Reichtums unterwegs sind, wird sich nichts an den Verhältnissen ändern, denen Sie da draußen tagtäglich ausgeliefert sind. Eine Schätzung der Europäischen Kommission geht davon aus, dass Vermögen in Höhe von 1,5 Billionen Euro aus dem Hoheitsgebiet der EU auf Offshore-Konten verschoben wurde. Das waren jetzt nicht Sie da draußen an den Geräten, oder? Ich war es auch nicht. Das entspricht knapp 10% des Bruttoinlandsproduktes der gesamten Europäischen Union. Das ist wirklich irre. Den dadurch verursachten Steuerausfall war kein seriöser Fachmann mehr zu schätzen. Fest steht nur, dass er riesig ist. Zuletzt, vor 5 Jahren, hat die Kommission selbst hier jährliche Mindereinnahmen von 46 Milliarden Euro angegeben, wobei es sich nach Einschätzung von Ökonomen der Universität Oxford allerdings auch um eine nervenschonende Illusion handeln könnte. Die britische Studie ergab, dass der EU durch Steuerhinterziehung Gesamtverluste von 825 Milliarden Euro im Jahr entstehen. Allein Deutschland entgehen jährlich fast 6 Milliarden durch Offshore-Verlagerung von Vermögen. Falls Sie sich je gefragt haben, wo eigentlich das Geld für die Modernisierung der Schulen, den Klimaschutz, den Ausbau von Netz, Bahn und ÖPNV oder für Renten, gerechte Löhne, das bedingungslose Grundeinkommen geblieben ist, dann haben Sie hier einen Teil Ihrer Antwort. In der von der EU mit großem Getöse eingeführten Liste der Steueroasen taucht übrigens nur ein einziger der 14 Staaten auf, die in den Pandora Papers eine Rolle spielen: Panama, bekannt aus den Panama Papers. Was von den ursprünglichen EU-Plänen zur Bekämpfung der Steuerflucht nach mehreren Waschgängen durch ihre Institutionen am Ende übrig blieb, sieht aus wie ein Massaker von Jonathan Mese, nur schlimmer. Lobbyisten hatten lobbyiert und politische Entscheidungsträger ihre privaten Eigeninteressen. Und so wurden die Kriterien zur Identifizierung von Steueroasen verwaschen, europäische Paradiese gänzlich ausgespart und die projektierte Gesamterfassung zerlöchert wie ein Schweizer Käse. Diese schwarze Liste ist wirklich ein ganz guter Witz. Smiley. Ein besserer ist nur der, dass die EU-Finanzminister vorgestern, einen Tag nach Veröffentlichung der Pandora-Papiere, in Luxemburg zusammenkamen. Keine Angst, nicht was Sie denken, nicht um weitere Staaten auf ihre wirkungslose schwarze Liste zu setzen, sondern, täterä, um auch noch 3 von ihr zu streichen. Das britische Überseegebiet Anguilla sowie die Inselstaaten Seychellen und Dominica. Ganze 9
sind jetzt noch übrig. Amerikanisch Samoa, Fidschi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad und Tobago, amerikanische Jungferninseln, Vanuatu, irgendwas. Und das ist eigentlich auch schon alles, was Sie über Ihren Finanzminister und künftigen Kanzler wissen müssen. Falls Sie nämlich dachten, dass die Welt allein dadurch besser oder gerechter würde, dass Sie Angela Merkel jetzt in ihrer vage wiedererkennbaren Gestalt von Olaf Scholz wählen, dann sollten Sie sich rechtzeitig auf eine Enttäuschung gefasst machen. Die SPD wird ihre servile Einordnung in diesen angeblich unkontrollierbaren Apparat der Welt- und Finanzwirtschaft nämlich auch diesmal nicht lange verbergen können. Die effektive Bekämpfung von Schattenfinanzplätzen wird Scholz ebenso verwässern, verschleppen und ruinieren wie alles andere zuvor. Zum Beispiel die seit der Finanzmarktkrise 2008 geplante Einführung einer echten Finanztransaktionssteuer, mit der Scholz nun seit Jahren seinen ruchlosen Etikettenschwindel und zermürbenden Verwüstungswahlkampf betreibt. Oder die Einführung einer echten Digitalsteuer, auf die die Kommission seit Jahren als festen Bestandteil ihrer Eigenmittelausstattung hingearbeitet hatte und die in allen Haushaltsplänen bereits fest eingebaut war. Wenn Scholz und Friends sie nun ersatzlos gestrichen haben, nur um sie gegen eine lächerliche globale Mindeststeuer für Riesenkonzerne einzutauschen und damit zugleich die Steuervermeidung US-amerikanischer Großkonzerne und die Einnahmen der USA optimieren, dann ist das sicher alles Mögliche, zum Beispiel transatlantisch devot oder einfach blöd. Aber ein Erfolg der EU unter Finanzminister Olaf Scholz ist es ganz gewiss nicht. Lesen Sie zur Mindeststeuer von 15% übrigens gern die gelehrten Schimpftiraden des Wirtschaftshistorikers und Ungleichheitsforschers Thomas Piketty. Dem ist nämlich nichts hinzuzufügen. 8 und Schluss. Die ersten Enthüllungen dieser Art Offshore-Geschäfte stammen unserer Erinnerung nach übrigens von Julian Assange und WikiLeaks. Im Januar 2008 wurden interne Dokumente der Julius Baer Bank und Trust Company veröffentlicht, eine auf den Cayman-Inseln angesiedelte Ausgründung der Schweizer Privatbank gleichen Namens. Ihnen ist bereits alles zu entnehmen, was zur Existenz von Schattenvermögen, Briefkastenfirmen, Geldwäsche und Steuerbetrug zu sagen ist. Wer auch immer das ernsthaft hätte bekämpfen wollen, der hätte es tun können. Und zwar seit Januar 2008. Seither hat das globale Volumen des auf Südseeinseln verschobenen Vermögens jedoch keineswegs abgenommen, sondern sich im Gegenteil vervielfacht. Eine fabelhafte Wachstumsbranche. Vervielfacht hat sich parallel dazu auch die von Journalisten servierte Anzahl sensationeller Enttarnungen eines Finanzsystems, das eigentlich ja längst und wohl auch hinlänglich enttarnt war. Offshore-Leaks, China-Leaks, Panama Papers, Bahamas Leaks, Football Leaks, Money Islands, Malta Files, Paradise Papers, Dubai Papers, FinCEN Files, Pandora Papers. Nicht zu vergessen LuxLeaks 1 und 2, SwissLeaks, OpenLux, LuxLetters und so weiter und so fort. Dass es sich dabei Vergleich CDU und Korruption nur um bedauernswerte Einzelfälle und nicht um den eigentlichen Wesenskern unserer Weltgesellschaftsordnung handelt, glaubt nach über 10 Jahren tapferen Enthüllungsjournalismus nun hoffentlich niemand mehr. Das Wissen um derlei Mechanismen bleibt nur meistens folgenlos, weil überall demokratische Entscheidungsträger selbst bis zum Hals in die zu bekämpfende Bereicherungssysteme verstrickt sind. Es bleibt folgenlos, weil jedes noch so brillant konstruierte Gesetzesvorhaben bei seinem Marsch durch die EU-Institutionen so lange mit Sollbruchstellen versehen wird, bis es völlig wirkungslos geworden ist. Und es bleibt folgenlos, weil es diesen verdammt gut bezahlten Schlipsträgern, Anwälten und Bankiers auch im dichtesten Regulierungsdickicht noch gelingt, diese eine kleine Lücke zu finden, die der Teufel eben immer lässt. Deshalb werden sie auch so verdammt gut bezahlt. Nicht weniger folgenlos geblieben ist auch alles Wissen um die immer abenteuerlicheren Details und Hintergründe der gnadenlosen Jagd auf WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Sie wird von den Vereinigten Staaten mittlerweile seit einem ganzen Jahrzehnt betrieben, unter mehrfacher Beteiligung europäischer Justizbehörden und mit ungezügelter Verbissenheit. Natürlich auch vom ältesten demokratischen Hoffnungsträger aller Zeiten, Joe Biden. Vor 2 Wochen haben völlig Unverdächtige, weil US-amerikanische Investigativjournalisten des Nachrichtenportals Yahoo die Ergebnisse ihrer umfangreichen Recherche veröffentlicht. Sie zeigt, dass die höchste Ebene der US-Administration, angefeuert vom seinerzeitigen CIA-Chef, späteren Außenminister und immerwährenden Arschloch Mike Pompeo, detaillierte Pläne zur Entführung und Ermordung von Julian Assange herausgearbeitet hat.
Die Yahoo-Recherche zitiert einen ehemaligen Berater für nationale Sicherheit mit der Einschätzung, Pompeo und andere Top-Beamte seien, Zitat, völlig von der Realität losgelöst gewesen und dann wörtlich, sie sahen Blut. Pompeo hat gerade vorgestern, übrigens mit einem ziemlich fiesen Grinsen, zugegeben, dass Teile dieses Berichts wahr sind. Er hat sich beeilt, die Forderung hinterherzuschieben, diese 3 Dutzend Informanten, alle ranghohe ehemalige Regierungsbeamte, müssten mit härtester strafrechtlicher Verfolgung rechnen. Hüstel. Wir haben eine ganz vage Vorstellung, was dieser Typ mit strafrechtlicher Verfolgung meinen könnte und empfehlen den betroffenen Herren in diesem Herbst zum klassischen Geschäftsanzug eine farblich abgestimmte Weste mit den fettesten ballistischen Einsteckplatten, die für Geld zu haben sind. In Hongs wie Pompeo begegnet Kultursoziologen eine immer wieder aufschlussreiche Interpretation des Konzepts der Presse- und Informationsfreiheit. Wenn die Verbreitung von Wahrheit durch Information manchmal sogar heftiger bekämpft wird als das Herausposaunen von Fake News, dann sind sie nicht in Russland, sondern im Musterland der westlichen Demokratie. Zitat: Als amerikanischer Staatsbürger finde ich es absolut empörend, dass unsere Regierung erwägt, jemanden ohne Gerichtsverfahren zu entführen oder zu ermorden, nur weil er wahrheitsgemäße Informationen veröffentlicht hat, sagt ein US-amerikanischer Jurist. Theoretisch könnte er recht haben. Smiley. Der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, zahllose Journalistenverbände, Menschenrechtsaktivisten, Bürgerrechtsgruppen, Juristen, intellektuelle Demokratieforscher, Politik-, Medien-, Gesellschaftswissenschaftler und ganz normale Menschen fordern seit Jahren vergeblich die Freilassung von Julian Assange. Europäische Regierungen und die EU fordern natürlich nichts. Warum sollten sie auch? Hier geht es ja nicht um Russland. Liebe Entscheidungsträger und romantische Liebhaber der Rechtsstaatlichkeit, die aktuelle Faktenlage jetzt nochmal zum Mitschreiben. Höchste Regierungskreise des demokratischen Leuchtturms der westlichen Welt, das Weiße Haus und die CIA, unternahmen ein gezieltes Attentat auf das verfassungsrechtlich geschützte Grundrecht der Veröffentlichungsfreiheit und hackten unter Verletzung des universalen Prinzips der Rechtsstaatlichkeit die illegale Verschleppung und Ermordung eines australischen Journalisten aus, der auf dem exterritorialen Gebiet der ecuadorianischen Botschaft in der Hauptstadt Großbritanniens politisches Asyl genoss. Also, wenn ich hier im Parlament in irgendeiner Rechtsabteilung beschäftigt oder die Kommissionspräsidentin wäre, dann hätte ich dazu, wie soll ich sagen, die ein oder andere Frage. In London brach wegen Assange übrigens ein wildes Gerangel zwischen rivalisierenden Spionagediensten aus. In dem Bericht heißt es, amerikanische, britische und russische Behörden stationierten Undercover-Agenten rund um die ecuadorianische Botschaft. Die Preise für Wohnungen, Yps-Brillen mit Rückspiegel und falsche Bärte dürfte ziemlich in die Höhe geschossen sein in dem Viertel. Es war mehr als komisch, sagt ein hochrangiger Beamter. Es ging so weit, dass jeder Mensch im Umkreis von 3 Blocks für eine der Geheimdienste arbeitete. Egal ob Straßenkehrer, Polizist oder Wachmann. Spätestens damit ist diese Geschichte ja so bizarr geworden, dass man sie sofort Ian Flemings Nachfahren andrehen müsste als Plot für den nächsten James Bond. Zeit zu sterben, 007 auf der Jagd nach Fatty Pompeo. Und das alles zusammen wäre sogar wirklich komisch, wenn es nicht zugleich auch die reine und ziemlich bedrückende Wahrheit wäre. Während wir nämlich alle paar Jahre für einen halben Augenblick den Atem anhalten, um uns von Enthüllungsjournalisten ein Wissen servieren zu lassen, das ja doch immer irgendwie folgenlos bleibt, sitzt unser essentiellstes Grundrecht, das auf Wahrheit und freie Information, in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis, wo es unmerklich, unwiderruflich und in Zeitlupe vor unserer aller Augen hingerichtet wird. Assange hat einmal gesagt, wenn man Kriege mit Lügen beginnen kann, dann kann man Frieden mit der Wahrheit beginnen. Fangen wir doch mal mit der Wahrheit über Schattenwirtschaft, Steueroasen und die Europäische Union an. Und gleich im Anschluss die Wahrheit über Pressefreiheit, Julian Assange und die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Prozess gegen Assange wird wieder aufgenommen am 26. und 27. September. Wir fahren dann mal hin. Tschüss draußen an den Geräten.